Focus Online hat einen neuen Artikel veröffentlicht und dort wird ganz klar gesagt, Auswandern ist keine Lösung. Keine Lösung für deine Probleme. Was es damit auf sich hat, das wollen wir uns jetzt einmal näher anschauen. Unter dem Titel Unzufrieden in Deutschland, TV-Doku zeigt drastisch, warum Auswandern keine Lösung ist, hat hier Focus Online in den letzten Tagen eine Kolumne veröffentlicht. Geschrieben hat sie Beate Strobel, hier mit brennendem Nationalstolz. Deutschland, Deutschland über alles. Deutschland ist das beste Land. Wenn du ins Ausland gehst, dann kannst du dort nur scheitern. Sie schreibt hier wortwörtlich, viele vergessen, dass sie bereits in einem Land leben, das im internationalen Vergleich zu den besten Heimatoptionen gehört. So, ich zeige dir den Artikel mal eben hier an und packe ihn dann natürlich auch in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Frau Strobel dokumentiert hier eine neue Doku-Soap auf Kabel 1 zwischen Strand und Maloche. Ein ähnliches Programm, so scheint es mir, ich habe es nicht gesehen, wie Goodbye Deutschland, wo also hier Verlierer aus Deutschland, die beim Auswandern scheitern oder kurz vor dem Scheitern stehen, jedenfalls sensationslüstern, hier voyeuristisch verfolgt werden. Darum scheint es in dieser Doku-Soap zu gehen. In dem Artikel stellt dann Frau Strobel noch ein paar Beispiele vor. Zum Beispiel ist da der Rainbow Rüdiger auf Gran Canaria, ein gelernter Metzger, der auch schon zu Hause kein Organisationsgenie war und deswegen natürlich noch weniger in einem Land zurechtkommt, das hier tendenziell eher noch unorganisierter ist. Oder Krümel und Ehemann Dani wollen in Mallorca eine Bar eröffnen. Klingt nicht super originell, hat aber schon für viele andere funktioniert. Dann wird daraus alles nichts und man versucht sich dann mit Bier und Leberkässemmeln. Man muss leider sagen, dass Focus Online hier einem weit verbreiteten Narrativ in den deutschen Medien folgt. Meistens ist die Berichterstattung hier über Auswanderer hämisch, spöttisch oder eben ganz klar herablassend, wie dieser Artikel hier auch zeigt. Natürlich ein gewisser Patriotismus ist normal. Man fühlt sich eben hier seinem Heimatland verbunden. Man kann sich nicht vorstellen, dass irgendwo anders besser ist. In Deutschland gibt es die beste Schulbildung, die beste gesundheitliche Versorgung, die beste Wirtschaft, das beste System, die beste Politik, bla 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 und so weiter und so fort. Diesem Narrativ folgt die deutsche Presse ganz klar. Da gibt es einige interessante Beispiele. Die Welt, meiner Meinung nach, hat immer wieder interessante Artikel zum Thema Auswandern. Oder auch das ZDF hat vor kurzem mal eine interessante Sendung hier gemacht. Abenteuer Auswandern, Namibia, kann ich jedem nur empfehlen. Da wurden einige Deutsche vorgestellt, die erfolgreich nach Namibia ausgewandert sind. Das war wirklich sehr interessant. Hat auch vielen unserer Zuschauer und Zuhörer gefallen. Aber leider sind die Artikel, wie sie Frau Strobel hier verfasst, die Norm. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Medien wirklich an einer realistischen Darstellung interessiert sind. Ich meine, natürlich, ich habe jetzt sicherlich hier keine empirische Erfahrung, aber ich spreche zumindest mit fast 1000 Auswanderern pro Jahr aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vielfach fragen bei uns auch hier Fernsehunternehmen oder auch andere Medien an, ob wir sie mit Auswanderern in Kontakt bringen können. Ich habe das schon das ein oder das andere Mal versucht, aber das waren natürlich dann keine Kontakte wie jene, die man so aus Goodbye Deutschland kennt, sondern die Auswanderer, mit denen wir arbeiten, das sind im Grunde genommen immer Menschen, die dann im Ausland sehr erfolgreich sind, weil sie es eben richtig planen, weil sie die finanzielle Vorsorge haben, etc. pp. Und das will man dann vielfach nicht sehen. Eine Journalistin hat immer geschrieben, ja, das wäre dann viel zu elitär. Sowas könnte man ja im deutschen Fernsehen nicht zeigen. Da musste ich dann schon schmunzeln. Aber aus meiner Sicht ist das wirklich die Realität. Ich meine, wir machen das Ganze jetzt hier seit 2006. Ich habe in dieser Zeit mit Tausenden von Auswanderern und Auswanderungswilligen gesprochen. Ich kenne keinen einzigen, der sich hier so dämlich angestellt hat, wie die Beispiele, die Frau Strobel hier jetzt zitiert hat aus dieser TV-Doku-Soap. Natürlich gibt es Personen, die ins Ausland gehen und dann auch wieder zurückkommen, weil es ihnen dort nicht gefällt. Vielleicht funktioniert das Geschäft dort auch nicht. Ich meine, jedes Business kann natürlich scheitern oder auch nur für eine gewisse Zeit funktionieren. Aber diese negative Darstellung, wie wir sie aus diesem Programm kennen, die ist mir als solche absolut unbekannt. Und wie gesagt, unsere Mandanten scheitern so sicherlich nicht. Es gibt natürlich hier einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den ich dir unbedingt nahebringen will. Und das ist natürlich wirklich etwas, was man aus diesen Fernsehserien
lernen kann. Du kannst sie wirklich als abschreckendes Beispiel hier für dich anschauen und dir merken, wie man es garantiert nicht machen soll mit dem Auswandern. Diesen Zweck können sie vielleicht erfüllen. Wenn sie diesen Zweck erfüllen, dann sind sie vielleicht für etwas tatsächlich gut. Und das Erste, was hier in den Sinn kommt, ist, dass die erfolgreichsten Auswanderer nicht wirtschaftlich von ihrem Einwanderungsland abhängig sind, bis auf einige Ausnahmen. Wenn du natürlich jetzt als Arzt eine Stelle in Dubai annimmst oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hier bist du gut bezahlt, hier hast du einen Chauffeur, hier hast du ein Haus, hier hast du einen Koch, hier hast du eine Nanny, klar, das sind natürlich hier tatsächlich attraktive Modelle und das ist natürlich dann auch abgesichert, ganz klar. Da hast du dann eine Festanstellung mit einem entsprechenden Vertrag, einem entsprechenden Gehalt und das gibt es vielleicht auch in anderen Bereichen, im Tech-Bereich et pp. Aber in allen anderen Fällen ist es natürlich sehr problematisch, wenn du dich hier abhängig machst von der lokalen Wirtschaft in deinem Auswanderungsland. Also wenn du ein Unternehmen gründest, ein Restaurant gründest, ein Hotel, eine Pension oder dort als Handwerker unterwegs sein willst oder sonst was, dann muss man extrem vorsichtig sein und dann kann ich dir davon im Grunde genommen nur abraten. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Alle unsere Mandanten, die erfolgreich im Ausland sind, die ziehen natürlich in exotische Länder um, arbeiten aber natürlich nicht hier dann lokal am Arbeitsmarkt und in der lokalen Wirtschaft mit. Die arbeiten dann mobil, die haben dann Online-Businesses, die haben vielleicht E-Commerce, die machen Beratung. Manche haben auch Kapitalvermögen, von dem sie dann leben können, Krypto, Aktien etc. pp. Wo die sich eigentlich aufhalten, in welchem Land, ist dann völlig egal. Die können in Thailand sein, die können in Costa Rica sein, die können in Dubai sein. Die sind nicht dort von dem lokalen Arbeitsmarkt, von der lokalen Wirtschaft abhängig. Das heißt, die haben eine Einnahmequelle schon etabliert, bevor sie überhaupt ins Ausland gehen, beziehungsweise haben sich was überlegt, was sie dann umsetzen können, sobald sie im Ausland sind, was aber eben dort von der lokalen Wirtschaft des Landes, wohin sie auswandern, nicht abhängig ist. Und das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du ernsthaft über das Auswandern nachdenkst. Also natürlich, wenn du jetzt hier Angestellter bist und eine entsprechende gut dotierte Position im Ausland hast, die dann auch entsprechend bezahlt wird, oder vielleicht sagt dir auch dein momentaner Arbeitgeber, dass sie dich weiter bezahlen, wenn du im Ausland für sie arbeitest. Das ist natürlich auch eine interessante Option, ganz klar. Aber hier diesen Traum zu haben, irgendwo eine Bar zu eröffnen oder sonst was zu machen im Ausland, das ist in der Regel ein Albtraum. Das geht in den wenigsten Fällen gut. Davon muss ich dir also sehr dringend abraten. Das würde ich auf keinen Fall machen. Mir ist klar, dass das natürlich den Kreis jener einschränkt, die auswandern können. Das ist völlig klar. Aber ohne ein finanzielles Polster, ohne genügend Eigenkapital sind solche Schritte ins Ausland ein finanzielles Selbstmordkommando. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich haben wir auch Mandanten, die zum Beispiel ihr Gästehäuser in Costa Rica aufgemacht haben. Ja, aber wie gesagt, die hatten dann ein Millionenvermögen und hatten ein großes finanzielles Polster. Und ob das dann funktioniert oder nicht, dieses Business, ist dann eigentlich egal. Es hat dann tatsächlich funktioniert, aber sie waren finanziell nicht davon abhängig von dem Erfolg. Und sie haben es auch nicht alleine gemacht, sie haben es mit einem Team gemacht. Das heißt, ob sie da waren oder nicht, das war jetzt vielfach eigentlich nicht so wichtig. Und wenn man das so macht, dann ist natürlich wieder was anderes, ja. Aber in allen anderen Fällen würde ich dir ganz schwer raten, vor dem Auswandern deine Einnahmequelle aufzubauen und vorzubereiten und dann im Grunde genommen zu gehen, wenn du hier Einnahmen daraus sicherstellen kannst. Da gibt es natürlich dann viele steuerliche Aspekte zu beachten und über viele dieser Punkte reden wir auf diesem Kanal laufend. Das ist mir schon klar. Vieles ist natürlich auch einfacher gesagt als getan. Ja. Aber im Ausland zu sein, ohne Geld, ohne finanziell abgesichert zu sein oder wenigstens zu wissen, wie man hier ein Einkommen generiert, das ist extrem frustrierend und endet in der Regel im Desaster, wie wir ja am Beispiel der TV-Sendungen, die hier angesprochen wurden, laufend mit verfolgen können. Also, wir haben zum Beispiel Mandanten, die haben sich eine Finca in Spanien gekauft und machen dort Workshops, ja. Aber die Workshops werden von deutschen Teilnehmern besucht, ja. Solche Retreats, da geht es dann um Yoga und um solche Dinge, ja. Aber wie gesagt, die werden beworben in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum. Die Kunden kommen von dort. Man hat da bereits hier Kontakte etabliert. Man hat vielleicht eine Datenbank, man hat Erfahrung in dem Bereich. Man hat Referenz in dem Bereich. Man ist vielleicht bekannt hier als Experte. Und dann kann man natürlich sowas machen, ja. Aber jetzt zum Beispiel hier eine Finca zu machen in Spanien und dann sich der Illusion hinzugeben, dass dann der Spanier hinkommt, um Retreats zu machen, das ist schon natürlich hier extrem riskant und davon würde ich dir schon ganz, ganz
dringend abraten. Also hier die Message aus dem Fokus-Artikel, der ist natürlich absolut falsch. Das stimmt natürlich nicht. Auswandern ist tatsächlich eine Lösung. Dass ihr unterstellt, dass es keine Lösung ist natürlich völliger Quatsch. Die Frage ist nur, für was ist es eine Lösung? Also, wenn du in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz gescheitert bist, ja, dann darfst du natürlich auf keinen Fall davon ausgehen, dass es dann im Ausland besser werden wird. Du nimmst dich ja selbst mit ins Ausland. Das heißt also, wenn die Probleme mit deiner Person zusammenhängen, dann nimmst du die Probleme mit ins Ausland und wirst dort wiederum auch scheitern. Aber ich meine, wir sind alle schon im Leben gescheitert. Man kann im Ausland natürlich dann schon erfolgreich sein, aber das musst du aufbauen, solange du noch hier bist. Ja? Das heißt, der Erfolg wird im Grunde genommen hier aufgebaut und dann nimmst du ihn mit ins Ausland. Aber für das persönliche Scheitern ist das Ausland garantiert keine Lösung. Aber es ist eine Lösung, wenn ich zum Beispiel bessere Lebensqualität will, wenn ich besseres Wetter will, wenn ich niedrige Lebenshaltungskosten will, wenn ich weniger Steuern haben will, wenn ich mich vor dem übergriffigen Staat schützen will, wenn ich in ein Land umziehen will, was vielleicht sicherer ist, wo ich mit der Mentalität der Menschen besser zurechtkomme oder wenn es mir einfach hier mit meiner Familie zu eng wird. Für all diese Herausforderungen ist natürlich das Auswandern auf jeden Fall eine Lösung und eine erfolgreiche Lösung, wie ja Zehntausende, Hunderttausende Auswanderer zeigen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten im Ausland leben und auch nicht zurück wollen. Also hier würde ich mich keinenfalls hier von einseitiger Propaganda hier vom Fokus oder anderen Publikationen hier beeinflussen lassen. Wie gesagt, es gibt hier eine negative Berichterstattung zu dem Thema. Man könnte fast meinen, dass diese Publikationen hier bezahlt werden vom Staat, um die Leute davon zu überreden, dass sie besser nicht auswandern. Es ist mir klar, so ist es natürlich nicht. Aber auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen, dass sich die Journalisten hier in den deutschen Medien meistens wenigstens, nicht immer, nicht ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und das Thema hier von einer realistischen Seite porträtieren wollen, sondern immer nur aus einem extremen Blickwinkel heraus und immer letztlich nur eingeschränkt auf jene, die es im Ausland dann nicht schaffen werden, weil sie es auch in Deutschland nicht geschafft haben. Also ich möchte dich ermutigen, wenn du über das Thema Auswandern nachdenkst, dann ist es auf jeden Fall sehr realistisch, dass du das im Ausland schaffen kannst. Lass dir hier nicht den Mut nehmen, lass dir nicht die Zuversicht nehmen, den Optimismus von solchen Publikationen, aber du brauchst natürlich einen guten Plan und das Geld ist natürlich das A und O. Geld ist das Wichtigste beim Thema Auswandern, hundertprozentig, so muss man einfach sagen. Ohne Geld im Ausland zu sein, das ist extrem bescheiden, das muss man ganz klar sagen, das ist ein totaler Albtraum, das würde ich auf keinen Fall riskieren. Und wenn dich das Thema Ausland ebenfalls interessiert und du diesbezüglich steuerliche, organisatorische, rechtliche Fragen hast, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu befassen. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Auswahl des richtigen Landes, Plan B, Konten eröffnen, zweite Staatsbürgerschaften etc. Alles, was bei dem Thema dazugehört. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.